Disney gehört zu den bekanntesten Marken der Welt. 2021 ranken sie im Markenstärkenindex von Brand Finance auf dem 9. Platz, knapp hinter Coca-Cola, Ferrari und WeChat. Welche Marktposition sie ansonsten einnehmen, was uns ihre Kennzahlen verraten und wie dabei die Prognosen für ihre Segmente aussehen, das sehen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß dabei! Vielen Dank an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, AG, Fabian Marquardt und Martin Klemer. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, dann klick unter diesem Video auf den Button Mitglied werden und erfahre, welche Vorteile Kanalmitglieder besitzen. Disney teilt sich grob gesagt in zwei Hauptbereiche auf. Zum einen gibt es den Bereich Disney Media and Entertainment Distribution und zum anderen den Bereich Disney Parks, Experiences and Products. Disney Media and Entertainment teilt sich wiederum in drei Untersegmente auf. Zum einen gibt es hier das Segment Linear Networks, dazu gehören zum Beispiel der Sender Disney Channel, ESPN, National Geographic und so weiter. Viele weitere TV- und Radioangebote also. Geld verdienen sie hier vor allem mit Affiliate-Gebühren und Werbung. Das zweite Untersegment nennt sich Direct-to-Consumer, wo unter anderem das Streaming-Angebot Disney Plus sowie ESPN Plus, Hulu und weitere Angebote dazugehören. Abogebühren sind hier natürlich die entscheidende Einnahmequelle. Das dritte Untersegment heißt Content Sales, dazu gehören unter anderem auch das Thema Lizenzen. Hier geht es darum, dass Disney natürlich auch ihre Filme an andere TV-Sender und Streaming-Anbieter austeilt. Wenn also zum Beispiel bei RTL ein Disney-Film läuft oder bei Netflix ein Disney-Film verfügbar ist, kassiert Disney natürlich selbstverständlich Lizenzgebühren. Aber auch Musicals, an deren Hintergrundstory Disney die Rechte besitzt, sind Einnahmequellen via eben Lizenzgebühren. Generell macht der Hauptteil des Umsatzes in diesem ganzen Bereich Media and Network Business oder Media and Entertainment der Umsatz mit Affiliate-Gebühren aus. Dieser ist 2020 zuletzt auf mehr als 15 Milliarden Dollar angestiegen. Die Einnahmen mit Werbung sinken jedoch, während die Umsätze mit Streaming, also auch Subscription, Video on Demand, SVOD, auf 7 Milliarden Dollar angestiegen sind und sich damit im Vergleich zu 2018 mehr als verdoppelt haben. Hier sehen wir auch den Grund, warum der Umsatz mit Werbung eher mäßig läuft. Die Anzahl der Zuschauer des empfangbaren linearen TV-Senders Disney Channel sind von 2014, wo 2 Millionen Menschen regelmäßig den Disney Channel verfolgt haben, auf weniger als 500.000 Zuschauer in 2020 gesunken. Weniger Reichweite bedeutet dann natürlich eben auch weniger Werbeeinnahmen. Positiv hingegen sticht natürlich die Entwicklung der Disney Plus Abonnenten hervor. Waren es im ersten Quartal 2020 direkt mehr als 20 Millionen Abonnenten, so sind es im Q1 21 schon beinahe 100 Millionen Abonnenten weltweit gewesen. In Q3 2021 steht Disney hier bei knapp 120 Millionen Abonnenten, woran man natürlich ein nachlassendes Wachstum erkennen kann, was phasenweise auch den Aktienkurs drücken kann, wenn das Wachstum hier eben mal nicht überdurchschnittlich stark ist. Und die Erwartungen an Disney sind nach wie vor gerade in diesem Bereich sehr groß. Alles in allem ein guter Trend, der im Aktienkurs aber auch dicke eingepreist sein wird und daher keine Überraschung ist. Was interessant ist, der durchschnittliche Umsatz pro zahlendem Nutzer von Disney Plus weltweit ist stark gesunken. In Q1 2020 gab jeder Nutzer noch mehr als $5 im Schnitt für Disney Plus aus, während es in Q3 2021 lediglich etwas mehr als $4 sind. Die kurzlaufenden Abos, die monatlich kündbar sind in der Regel die teuersten. Daher ist anzunehmen, dass viele Abonnenten auf langfristige Abos jetzt setzen, um so monatlich geringere Kosten für Disney Plus zu haben. Was allerdings natürlich auch ein positives Signal sein könnte. Gleichzeitig wird es wohl aber auch bedeuten, dass immer weniger Leute neu mal nur einen Monat reinschnuppern und eben nur ein Monatsabo abschließen. Interessant ist zudem außerdem der Vergleich mit verfügbaren Serien und Filmen auf unterschiedlichen Streaming-Webseiten. Amazon Prime Video bietet beispielsweise mehr als 14.000 Filme und knapp 2200 Serien an. Netflix hingegen bietet weniger als 3500 Filme an, also weniger als ein Viertel von Amazon Prime, aber mit knapp 2000 Serien fast ebenso viele Serien. Hulu, die ja ebenfalls zu Disney gehören und zum Teil auch Comcast, kommen auf etwas mehr als 1700 Serien und etwas weniger als 1000 Filme. Disney Plus selbst liegt hier auf dem 5. Platz mit 700 Filmen und 200 Serien. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die Zielgruppe von Disney zwar sehr groß und breit ist, auf der anderen Seite aber natürlich schon einen speziellen Fokus auf die Markentitel von Disney selbst hat und daher nicht so breit aufgestellt ist wie zum Beispiel Netflix oder eben Amazon Prime.
Abonnenten abonnieren vor allem erstmal Disney, weil sie auch Disney-Content sehen wollen. Bei Netflix sucht man irgendeine Serie, die einen unterhält. Ob das nun mal eben Squid Game oder Haus des Geldes ist, spielt dabei in der Regel keine Rolle. In Deutschland speziell und damit auch stellvertretend für einige andere europäische Nationen rangiert Disney Plus mit einem Marktanteil von 10% im April 2020 deutlich hinter TV Now, Amazon Prime Video und Netflix. Auf dem iPhone ist Disney Plus allerdings die umsatzstärkste Entertainment-App weltweit, zumindest im Juli 2021 vor Tencent Video und sogar vor TikTok und HBO Max. Auch auf den Android-betriebenen Geräten liegt Disney im Nicht-Gaming-Bereich im Jahr 2021 immerhin auf Platz 3, hinter Giganten wie Google und Niantic. Disney besitzt mit seinen Filmen in den letzten Jahren an den Kinokassen einen zunehmend steigenden Marktanteil. 2019 waren es sogar mehr als 30%. 2020, vor allem aufgrund von Corona, was nach wenigen Monaten eben dazu geführt hat, dass viele Kinos schließen mussten, ist der Marktanteil gesunken. Corona ist zwar hier für die Branche nicht zu vernachlässigen, dennoch sollte man den stark fallenden Marktanteil im Jahr 2020 hier nicht überbewerten, sondern ausklammern, wenn man sich Disneys Performance hier in diesem Segment anschaut. Generell ist Disney nach wie vor an den Kinokassen ein Magnet. 2019 hatte Sony Columbia einen Marktanteil von 22% in Nordamerika. Universal kam auf etwas mehr als 25% Marktanteil, während Disney hier auf 33,1% kam. 2020 war der Marktanteil dann, wie erwähnt, deutlich niedriger als üblich. Ansonsten liegen sie aber seit längerem vorne, zumindest laut CNBC und Comscore. Der zweite große Bereich von Disney mit dem Namen Parks, Experiences and Products beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, unter anderem mit den verschiedenen Freizeitparks, Disneyland Paris und so weiter, sowie mit der Kreuzfahrtgesellschaft von Disney. Einnahmen werden hier auf vielfältigste Weise kreiert, durch Eintrittskarten, Essen, Trinken, Merchandise und so weiter. Im Freizeitparkmarkt weltweit liegt Walt Disney Attractions hier klar vorne mit beinahe 160 Millionen Besuchern weltweit. Die Merlin Entertainment Group auf Platz 2 kommt hier gerade mal auf 70 Millionen Besucher. Im Bereich der großen Kreuzfahrtschiffe ist die Disney Cruise Line die Kreuzfahrtgesellschaft, die von den US-Reisenden noch im Oktober 2020 in einer Abstimmung mit Abstand die besten Bewertungen erhalten hat, was eben die Kundenzufriedenheit angeht. Mit dem Thema Kreuzfahrtgesellschaften habe ich mich übrigens detailliert in meiner Aktienanalyse zu Carnival beschäftigt. Viele Statistiken sind auch heute noch relevant und spannend. Schaut da bei Interesse gerne vorbei. Verlinkt oben in der Videobeschreibung und auf dem i. In der Marktposition vergebe ich 4,5 von 5 Sterne. Zwar sind sie weder im Streaming mit Disney Plus noch im Bereich Kreuzfahrt marktführend, allerdings ist die eingangs gezeigte Grafik für mich das, was Disney ausmacht, die Marke selber. Die Disney-Figuren lassen sich in vielen verschiedenen Formen vermarkten und mit dem Einverleiben von bekannten Franchises wie Star Wars erweitern sie ihr Imperium auch klug und langfristig. Die Einnahmen von Lizenzgebühren, die guten Vermarktungsmöglichkeiten insgesamt machen Disney in meinen Augen außergewöhnlich und tatsächlich auch etwas krisensicherer. Natürlich hat die Sparte der Parks und Kreuzfahrten unter Corona gelitten, gleichzeitig hat Disney Plus hiervon erheblich profitiert, ist zumindest meine Ansicht. Insofern ist die breite Streuung oder Diversifikation ihrer Geschäftsaktivitäten durchaus positiv zu bewerten und in meinen Augen etwas risikominimierend. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech-Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und Marktanalysen und sorgt mit guten Memes auch immer wieder für gute Laune zwischendurch. Der Umsatz von Disney ist zwar 2020 geringer ausgefallen im Vergleich zu 2019, allerdings waren es hier lediglich 4 Milliarden Dollar weniger, was im Zeichen von Corona und kaum Umsätzen im Bereich der Parks- und Experience-Sparte immer noch stabil ist. 2019 konnten beinahe 70 Milliarden Dollar erwirtschaftet werden, mehr als 10 Milliarden Dollar mehr als noch 2018. Die langfristige Entwicklung sieht hier also gut aus. Wir sehen hier den Vergleich zwischen dem dritten Quartal 2020 und 2021 und unten die verschiedenen Segmente. Links seht ihr das Segment Media and Entertainment, das ist eben die gesamte Sparte und rechts daneben die einzelnen Unterbereiche. In Q3 2020 wurden hier knapp 11 Milliarden Dollar umgesetzt, insgesamt 2021 waren es dann schon wieder beinahe 13 Milliarden Dollar. Aufgespaltet in die Untersegmente Linear Networks, wo im Vergleich fast 1 Milliarde Dollar Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen ist, Direct-to-Consumer, wo sogar 1,5 Milliarden Dollar mehr erzielt wurden, aufgrund zum Beispiel von Disney Plus, und zu guter Letzt haben wir Content Sales, wohingegen knapp eine halbe Milliarde Dollar weniger im Vergleich zum Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der übergeordnete zweite Bereich, Parks, Experiences und Products, ist hier auch noch mit dabei, konnte im Jahr 2021 seinen Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr vervierfachen. Klar, mittlerweile konnten die Parks nach Corona ja wieder öffnen. Den meisten Umsatz regional erzielt Disney seither in Amerika.
vor allem in Nordamerika eben. Hier standen 2016 knapp 45 Milliarden Dollar Umsatz zu Buche, 2020 sind es mehr als 50 Milliarden. Europa wächst hingegen deutlich langsamer und kratzt an der 7,5 Milliarden Dollar Marke. 2019 lag die Asien-Pazifik-Region hier mit Europa fast gleich auf. 2020 fiel Asien und der Pazifikraum wieder ein bisschen zurück. Dennoch ist Asien für Disney natürlich ein potenziell starkes Wachstumsfeld, was sie auch schon bewirtschaften. Im operativen Ergebnis, zunächst nach Regionen aufgeteilt, sehen wir ein ähnliches Bild. Das operative Ergebnis 2020 können wir aufgrund von Corona natürlich etwas ausklammern. Insgesamt erzielt Amerika weiterhin das stärkste Ergebnis in absoluten Zahlen, schrumpfte jedoch etwas im Jahr 2019 im Vergleich zu den Vorjahren, während das Ergebnis in Europa und Asien stetig wachsen konnte. Wenn wir uns das EBIT nach Segmenten aufgeteilt anschauen, dann sehen wir hier, dass das Media and Entertainment Segment klar die Nase vorne hat. In Q3 2020 standen hier beinahe 3 Milliarden Dollar zu Buche, 2021 im Q3 waren es aber deutlich weniger mit 2 Milliarden. Der Unterbereich Linear Networks erzielte hier mit Abstand das beste Ergebnis. Das Untersegment Direct to Consumer erzielte jedoch in Q3 2020 und in Q3 2021 einen Verlust von einer halben Milliarde Dollar in 2020 und 2021 in Q3 auch noch ein Minus von 300 Millionen Dollar. Der Weg zeigt hier in die richtige Richtung. Der Bereich Content Sales kommt hingegen gerade mal auf 100 Millionen Dollar EBIT im Q3 2021 und logischerweise hat in Q3 2020 das Obersegment Parks, Experiences and Products einen Verlust von beinahe 2 Milliarden Dollar erzielt. 2021 stand im Q3 immerhin schon wieder ein Plus im operativen Segment von beinahe 400 Millionen Dollar zu Buche. Wir sehen hier auch die EBIT-Marge. Hier sehen wir, dass 2019 bereits ein rückläufiges Jahr war. Von 2014 an bis 2018 lag die EBIT-Marge hier immer stabil über 25%. Schon 2019 fiel die Marge unter 20% und 2020 lag sie dann bei nur noch 5%. Das mag unter anderem auch auf die verstärkten Ausgaben für Werbung zurückzuführen sein. Naja, nicht ganz, aber zumindest zum Teil. Beispielsweise stiegen die Ausgaben für Werbung schon im Jahr 2018 auf 3,13 Milliarden Dollar, alleine in Nordamerika. 2017 war es gerade mal die Hälfte. Werbung, auch im Zusammenhang mit ihren Produkten, ist natürlich wesentlich, um den Zulauf in den Parks, Kinofilm und zum Beispiel auch für Disney Plus zu erhalten. Im Nettoergebnis stand Ende 2020 sogar ein Minus von beinahe 3 Milliarden Dollar zu Buche. Zum Vergleich 2019 stand ein Plus von 11 Milliarden Dollar in den Büchern und 2018 sogar von 12,6 Milliarden Dollar. Bei der quartalsweisen Betrachtung des Nettoergebnisses sehen wir, dass die Corona-Krise noch nicht vollends überwunden ist. In Q2 2019 stand hier beispielsweise ein Plus von 5,5 Milliarden Dollar zu Buche. Dann fielen die Zahlen bereits in Q3 2019 auf weniger als 2 Milliarden Dollar. Auch Q4 2019 war bereits mit unter 1 Milliarde Dollar nicht so berauschend. Natürlich standen hier aber auch einige Investitionen für Disney Plus zum Beispiel zu Buche, während Q1 2021 mit mehr als 2 Milliarden Dollar wieder halbwegs in die richtige Richtung lief. In Q2 2020 bis Q1 2021 waren die Folgen von Corona hier deutlich spürbar. Q2 2021 rangierte noch nicht auf dem Niveau von 2019 und auch das dritte Quartal 2021 konnte noch nicht ganz an 2019 anknüpfen, wenngleich der Abstand jetzt nicht mehr allzu groß zu den Vorjahren ist. Die Fremdkapitalquote von Disney liegt bei ca. 50%, ist seit 2014 stetig, aber nur sehr leicht gestiegen. Grundsätzlich aus meiner Sicht nicht beunruhigend hoch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Disney ist ebenfalls sehr stabil bei ca. 20, wobei es 2018 sogar bei unter 15 lag. 2020 war aufgrund des Verlustes kein KGV zu ermitteln. Die Dividendenrendite pendelte in der Vergangenheit bei 1 bis 2%, zuletzt lag sie bei unter 1%. Aus meiner Sicht ist Disney sicherlich kein typischer Dividendentitel, allerdings nimmt man als Aktieninhaber sicherlich gerne die Dividenden mit, denn der Titel weist ja auch ein solides Wachstum im Kurs parallel auf. Grundsätzlich ist das Geschäft in den letzten 2 Jahren stark von Corona beeinflusst worden, wenngleich die Jahre zuvor ein sehr konstantes Wachstum zu beobachten war. Es liegen solide Zahlen bei KGV, Fremdkapitalquote und auch bei der Dividendenrendite vor. Die einzelnen Segmente nach der Umstrukturierung hängen im operativen Ergebnis noch stark vom Segment Linear Networks ab, wenngleich insbesondere im Direct-to-Consumer-Segment mit Disney Plus und Hulu viele Erwartungen der Anleger noch hoch gesetzt sind. Ich vergebe daher hier 3,5 von 5 Sterne. Damit wären wir bei den Risiken von Disney. Das erste Risiko ist, dass ihr Wachstum in ihren Direct-to-Consumer-Angeboten stark ausgebremst wird. Zum einen legen die Investoren gerade auf die Zahlen, was Disney Plus-Abos angeht, viel Wert und der Kurs reagiert darauf sehr stark. Zum anderen gibt es auch verschiedene Regulationen, die das Wachstum behindern könnten. Beispielsweise gibt es in Indien ein Gesetz, welches sich automatisch verlängernde Abonnements verhindert. Wer hier Disney Plus oder Disney Plus Hotstar abonniert hat, wo unter anderem auch die Cricket-Liga in Indien
übertragen wird, der muss sein Abonnement regelmäßig aktiv selbst erneuern, sonst läuft es aus. In Lateinamerika hatten sie mit ihrem Dienst Star Plus, der Disney Plus quasi erweitern sollte, ebenfalls Anlaufschwierigkeiten und weniger Nachfrage als erwartet. Langfristig ist das Direct-to-Consumer-Angebot von Disney natürlich wichtig und wird natürlich weiterhin auch stark forciert werden. Deswegen sollten die genannten Risiken jetzt hier keine allzu großen Auswirkungen auf lange Sicht haben. Daher schätze ich die Schadenshöhe mit 3 und die Eintrittswahrscheinlichkeit solcher Probleme mit 60% ein, was in Summe nicht dramatisch ist. Das zweite Risiko liegt im Wachstum nach Corona. Für Disney Plus war Corona sicherlich eher positiv zu sehen, was das Generieren von neuen Abos angeht. Für die Parks und die Kreuzfahrtgesellschaft hingegen ein Verlustgeschäft. Wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, ist die Entwicklung nach Corona nur schwer abzuschätzen. Die Zahlen zeigen zwar aktuell schon wieder nach oben, aber gerade auch im Bereich der Kreuzfahrt gibt es, was die Umweltbelastung angeht, auch längerfristig wohl viel Kritik einzustecken. Wenngleich die Parks vor allem in Asien weiterhin eine insgesamt positive Entwicklung in den Besucherzahlen erwirtschaften. Dennoch bleibt die Frage, wie gut konnte Disney jetzt Corona-bereinigt wachsen und welche Auswirkungen hat Corona langfristig? Ich sehe die Eintrittswahrscheinlichkeit hier als gering an, da die Marke Disney einfach bärenstark ist und auch nach Corona ziehen wird. Die Schadenshöhe, dass sie eben langfristigen Schaden durch Corona nehmen, ist mit 8 sehr hoch bewertet. Ich schätze aber die Eintrittswahrscheinlichkeit mit 10% hier sehr gering ein. Das dritte Risiko und das größte ist die Popularität ihrer Marken und Filme. Zwar halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass Disney nicht in der Lage sein wird, neue Kinofilme zu kreieren oder neue Filme-Ikonen zu kreieren oder im Zweifel bestehende Franchises wie Star Wars eben aufzukaufen und zu vermarkten. Dennoch besteht eben dieses Risiko. Fallende Popularität ihrer Figuren und Filme wäre mit Abstand das größte Risiko für das gesamte Disney-Ökosystem, da ohne diesen Mehrwert, den ihre Marken und Filmfiguren kreieren, Parks, Kreuzfahrten, TV- und Streaming-Angebote eben nicht zu vermarkten wären. Die Schadenshöhe entspricht hier aus meiner Sicht 10, die Eintrittswahrscheinlichkeit sehe ich aber bei niedrigen 10%. Insgesamt vergebe ich in der Kategorie der Risiken 4 von 5 Sternen. Das am höchsten bewertete erste Risiko ist kurzfristiger Natur. Diese Rückschläge im Abonnentenwachstum wären kurzfristig im Aktienkurs spürbar. Langfristig ist das Streaming-Angebot natürlich auf den Faktor im dritten Risiko angewiesen. Neue Inhalte auf Basis der bekannten oder neuen Filmikonen und Marken. Genau das ist auch der Grund, warum es keine 5 Sterne geworden sind. 5 Sterne würde ja quasi bedeuten, dass es praktisch kein Risiko bei der Aktie gäbe und das ist generell und auch in diesem Fall nicht realistisch. Sollte das dritte Risiko eintreten, besteht hier schon eben eine große Gefahr eines erheblichen Verlustes, auch im Aktienkurs, wenngleich es dafür natürlich keine akuten Anzeichen gibt. Behaltet es trotzdem im Hinterkopf, wenn ihr bei Disney investiert seid und freut euch, wenn Disney es schafft, neue Filmfiguren und Ikonen zu entwerfen und diese auf die Leinwand zu bringen. Schätzungen zufolge im Bereich der weltweiten Subscription-Video-on-Demand-Angebote wird Disney Plus 2024 wohl ca. 8% Marktanteil besitzen. Deutlich hinter Netflix und leicht hinter Amazon Prime Video. Das ist aus meiner Sicht eine gute Prognose, da Disney Plus natürlich bei weitem nicht die Markenvielfalt oder die Genrevielfalt in ihrem Serien- und Filmangebot bietet wie eben Netflix. Daher ist es klar, dass Disney Plus hier keinen Führungsanspruch im Streaming-Markt besitzt, sondern Disney Plus eher als wichtige Ergänzung zu ihren sonstigen Angeboten zu sehen ist. Und die 8% Anteil sind durchaus wichtig, denn die Prognosen für den weltweiten Umsatz mit Video on Demand sehen, trotz einer leicht abschwachenden Wachstumskurve, für 2025 gut aus. 2025 sollen deutlich mehr als 110 Milliarden Dollar weltweit mit Video on Demand umgesetzt werden. 2020 waren es gerade mal ca. 60 Milliarden Dollar. Der Markt wächst also stark. Den größten Anteil macht hierbei eben auch der Subscription Video on Demand Umsatz aus. 2026 sollen alleine in diesem Segment laut Digital TV Research bereits mehr als 120 Milliarden Dollar Umsatz erreicht werden, was nochmal mehr ist als in der Prognose zuvor. Hier in dieser Grafik sehen wir jetzt die jährlichen Besucher im Disneyland Paris. Diese Zahlen sind seit 2009 leicht rückläufig. Klar, 2020 blenden wir hier in unserer langfristigen Perspektive erstmal aus, dennoch liegen die Zahlen stabil bei über 9 Millionen Besucher im Vorfeld. Im Disneyland in Tokio hingegen sind es jährlich mehr als 18 Millionen Besucher, 2020 mal ausgeklammert. Tendenz ist hier stabil bis leicht steigend. So könnte man jetzt die verschiedenen weiteren Parks durchgehen und würde feststellen, die Zahlen sind stabil und in Asien teilweise sogar leicht steigend. Für dieses Segment von Disney gibt es zwar keine traumhafte Wachstumsstory, aber einen gewissen Anspruch auf Stabilität. Der Sektor der Kreuzfahrt insgesamt wird wohl erst im Jahr 2024 wieder auf dem Niveau von 2019 ankommen, zumindest laut Statista. Für das Disney-Segment Parks, Experiences and Products bedeutet dies, dass hier noch etwas Zeit benötigt wird, um wieder auf Kurs zu kommen. Die meisten Kinotickets wurden 2020 übrigens in China und Indien verkauft. In Indien bespielen sie den Markt ja auch mit Disney Plus Hotstar zum Beispiel außerhalb des
Kinos. Das Thema China ist bei Disney allerdings sehr spannend. Ein Artikel im Spiegel titelte 2019, Disney würde sich China unterwerfen. Dabei geht es, obwohl man eigentlich bei Disney eher für kommunistisch-kritische Inhalte bekannt war, darum, dass Disney Filme entsprechend der Wünsche der chinesischen Regierung zensiert und ihre Angebote generell angepasst hat. Mit Disney Shanghai sind sie natürlich auch vor Ort stark repräsentiert. Seit einigen Jahren unterhält Disney eine Partnerschaft mit der Shanghai Media Group. Zur Prognose in den USA und Kanada lässt sich im Hinblick auf die Kinokassen sagen, dass die Umsätze hier historisch hoch waren im Jahr 2018 und 2019. 2020 fiel natürlich mau aus, aber auf dem langfristigen Chart hier erkennen wir, dass die Umsätze hier relativ konstant wachsen. Auf so lange Sicht, zurück bis in die 90er Jahre, ist das zwar kein außergewöhnliches Wachstum, dennoch ist das Kino weiterhin eine wichtige Säule für Disney-Filme, beziehungsweise das Wachstum an den Kinokassen ist ein Indikator für die Nachfrage nach Blockbuster-Filmen. Diese Grafik von Statista rundet unseren Blick in die Zukunft von Disney etwas ab. Wir sehen, dass die 81% Wachstum im Segment Direct-to-Consumer, wo unter anderem die Streaming-Angebote enthalten sind, einem Rückgang von 37% im Bereich Parks, Experiences und Products zu Corona-Zeiten gegenüberstehen. Die generelle Erwartung der Anleger dürfte sein, dass sich die Parks, Experiences und Products-Sparte nun kontinuierlich von Corona erholt, während das Wachstum im Umsatz und vor allem im Ergebnis des Direct-to-Consumer-Segmentes stark weitergeht. Das bisher starke Wachstum des Segments Direct-to-Consumer ist sicherlich bereits im Aktienkurs eingepreist, der sich ja ganz gut von Corona erholt hat. Diese Erwartungen, die ich eben geschildert habe, sind daher offensichtlich und könnten auf kurzfristiger Basis meiner Ansicht nach dazu führen, dass der Kurs der Aktie fällt, vielleicht sogar auf $130 oder niedriger, sollte das Wachstum im Streaming- und Freizeitsegment gestoppt werden, weil das jetzt einfach vorausgesetzt und erwartet wird. Auf langfristige Sicht, und die ist für mich die einzig interessante bei meinen Investments, sehe ich Disney jedoch enorm breit aufgestellt, mit einem starken Wachstum im Hintergrund im Streaming-Markt generell und relativ soliden bis kontinuierlichen Aussichten in ihren anderen althergebrachten Sparten. Daher vergebe ich hier in der Prognose 3,5 von 5 Sternen. In der Marktposition habe ich 4,5 von 5 Sterne vergeben. Disney ist mit seinen Segmenten breit aufgestellt und weist auch hier solides Wachstum insgesamt auf, was uns in den Kennzahlen zu 3,5 von 5 Sternen gebracht hat. Die Risiken sind meiner Ansicht nach kurzfristiger Natur, lediglich eine sinkende Popularität ihrer Filmfiguren oder natürlich wirtschaftlich falsche Unternehmensführung kann meiner Ansicht nach hier langfristig ein erhebliches Risiko darstellen. Daher gab es für die Risiken 4 von 5 Sterne. In der Prognose habe ich ebenfalls 3,5 von 5 Sterne vergeben. Insgesamt erhalten wir also eine Bewertung von 3,875 Sternen, die ich auf 4 Sterne aufrunde. Meine persönliche Meinung, viele positive Faktoren rund um das Streaming-Angebot von Disney sind bereits eingepreist. Hier muss Disney hohe Erwartungen übertreffen, um kurzfristig nach oben im Kurs auszubrechen. Auf langfristiger Basis bin ich mit der Aktie, die zudem eine kleine Dividende ausschüttet, jedoch sehr zufrieden. Das heißt, ihr merkt schon, ja, ich habe Disney selbst in meinem Portfolio. Die breite Aufteilung auf verschiedene Geschäftsmodelle, die im Kern häufig auf ihren Filmfiguren basieren, finde ich für mein Depot ansprechend und der Weg in den Streaming-Markt war für mich 2019 ausschlaggebend, die Aktie im Vorfeld in mein Depot aufzunehmen. Natürlich macht die Aktie neben meinem ETF-Portfolio eben nur einen sehr kleinen Teil meines Depots aus. In welche Aktien und ETFs ich aktuell per Sparplan investiere, könnt ihr übrigens in diesem Video hier herausfinden, verlinkt auf dem i und in der Videobeschreibung. Die Aktie von Disney ist zudem in verschiedenen ETFs enthalten, beispielsweise im MSCI All Country World Index. Das heißt, wenn sie in diesem Index enthalten ist, ist sie beispielsweise im iShares MSCI ACWI ETF enthalten oder zum Beispiel in den anderen Angeboten von Xtrackers oder Luxor. Hier habt ihr Disney mit ca. 0,5% in eurem Portfolio mit dabei. Im Xtrackers MSCI USA Communication Services ETF, ein ETF auf die Kommunikationsanbieter aus den USA, habt ihr Disney sogar mit mehr als 7% im Portfolio dabei. Im Xtrackers MSCI World Momentum ETF ist die Aktie ebenfalls vertreten mit beinahe 2% sogar recht hoch gewichtet. Der normale MSCI World ETF beinhaltet in der Regel Disney auch mit 0,5% ungefähr. Das heißt, viele spannende ETFs, die ich auch in dieser Videoreihe zum Thema ETF-Sparplan für 100 bis 300 Euro monatlich vorgestellt habe, beinhalten Disney ohnehin. Was haltet ihr von der Disney-Aktie? Befindet sich dieser Markengigant in eurem Portfolio? Schreibt es gerne in die Kommentare. Meine Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktie bzw. welchen ETF ich in der kommenden Woche analysieren soll. Wir sehen uns in der kommenden Woche mit einem ETF wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Für jegliche Verluste durch den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren kann nicht strafbar gemacht werden. Die Videos dienen einzig und allein der Unterhaltung.